Ja, hallo zusammen, ich bin Tobias und es freut mich, dass ihr den Weg zu mir gefunden habt. Ja, ich bin immer noch in der Nationalparkregion Schwarzwald unterwegs auf Genießerpfaden. Heute habe ich mir ausgesucht die Alte Gott Panoramarunde rund um Saasbach-Walden. Ja, und ihr könnt es vielleicht gerade hören, bin gerade eben schon durch den Ort durchgekommen. Da ist heute Umzug, da ist voll, da ist Stimmung. Ähm, ja, gut, soll uns aber beim Wandern nicht weiter stören. Ich bin hier auch schon mitten auf dem Weg. Ja, und wenn ihr wissen wollt, wie der Weg bis hierhin so war und wie es von hier weitergeht, bleibt dran und dann ja, schauen wir uns das Ganze zusammen an. Der Startpunkt des mit 85 Erlebnispunkten bewerteten Genießerpfades ist am Ortsrand von Saasbach-Walden, direkt unterhalb des ersten Höhepunktes der Tour, der Gaishöllwasserfälle. Entlang dieser stieg ich für 800 Meter und gut 150 Höhenmeter hinauf. Mitten in den Wasserfällen passierte ich eine darin angelegte Kneipanlage. Eigentlich ist das ja eher Annes Steckenpferd, aber vielleicht könnte ich es ja auch mal versuchen. Bei recht kühler Wassertemperatur kam ich so auch zu meiner ersten Kneiperfahrung. Halt! Erfrischt ging es so dann weiter bergauf. Oben angekommen, sollte mein nächstes Highlight nicht lange auf sich warten lassen. Ein Schnapsbrunnen kreuzte meinen Weg. Na dann Prost! Eventuell habe ich dort auch ein wenig zu tief ins Gläschen geschaut. Vorbei an einer kleinen Kapelle und einer ersten Aussicht verlief der Weg dann erstmal ein gutes Stück durch Wald. Später bekam ich auch endlich in aller Ausführlichkeit das Panorama, welches mir der Wegname versprochen hatte, zu sehen. Oder anders gesagt, es folgte Panorama satt. Sowohl in Richtung Rheinebene als auch in Richtung Schwarzwald. Dabei bewegte ich mich die meiste Zeit durch malerische Weinberge. Ein Wegstück zum Genießen.
Premiumwetter in Kombi mit diesem Weg bescherten mir einen absolut traumhaften Wandertag. Schöne Wegführung, super Aussichten und ein Wasserfall ergaben ein rundum gelungenes Wandererlebnis. So, da haben wir es geschafft. Die Alte Gott Panoramarunde ist gelaufen. Ja, Weg an sich war eigentlich ganz gut. Also abwechslungsreiche Wegführung, viel zu sehen. Wasserfälle gleich am Anfang. Ab nach dem ersten Drittel des Weges auch ganz viele schöne Panoramablicke, wie es der Wegname ja auch versprochen hat. Durch die Weinberge kommt man auch ganz viel. Das läuft sich natürlich immer ganz gut, gerade auch bei so einem Wetter. Beschilderung, ja, hätte an der einen oder anderen Stelle ein bisschen üppiger sein können. Es gab, glaube ich, 2 Kreuzungen, da hatte ich keine Markierung gesehen und einmal gab es keinen Pfeil. Da konnte man dann auch also falsch abbiegen. Genau. Und hinter mir hört ihr gerade ein Auto und ja, das ist so eines der Probleme des Weges. Der Weg zum einen, ja, der ist voll. Absurd voll. Gerade auch hier Einstieg Wasserfälle. Ihr habt unten einen Parkplatz, ihr habt oben einen Parkplatz, da werden ganze Busladungen Leute ausgekippt. Da ist viel los, auf dem ganzen Weg selbst auch viele Leute unterwegs. Und man ist auch öfter mal in Hörweite dann des Tals, der Hauptstraße, die da durchläuft, auch durch Saasbach-Walden. Hier hinten dran auch eine Straße. Also das hört man dann schon jetzt mal ganz unabhängig davon, dass ja heute dieser Umzug war. Die Beschallung ist wiederum natürlich ganz schön, weil er so ein bisschen die Musik aus dem Tal hoch hat. Das hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Ja, wenn aber kein Umzug ist, was hört ihr relativ viel? Motorräder. Da sind einige unterwegs. Gut, steht jedem frei natürlich, deren Hobby. Sollen sie natürlich auch gerne ausüben, so wie ich meinem nachgehe, ist halt aber, wenn man jetzt hier einen ruhigen Weg sucht, erwartet, wäre das nicht unbedingt dann die geeignete Wahl. Gut, dann denke ich mal, war es das wieder soweit von mir. Ich hoffe, euch hat es gefallen und Spaß gemacht, mich zu begleiten. Euch wie immer viel Spaß beim Wandern. Ja, und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder.